Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Dieses Video ist für alle Unternehmer, die mit YouTube-Ads anfangen möchten, denn wir zeigen euch jetzt, welche Möglichkeiten euch YouTube dabei bietet. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. YouTube ist mit 1,9 Milliarden angemeldeten Usern einer der größten Social-Media-Kanäle. Da YouTube eine Tochtergesellschaft von Google ist, benutzt YouTube den Suchverlauf von Google, um YouTube-Ads gezielter zu schalten. Nutzer bekommen somit sehr gezielte Anzeigen auf YouTube zu sehen. Zusätzlich bietet YouTube aber noch 9 weitere Targeting-Möglichkeiten für die Ads an. Diese Möglichkeiten sind folgende. Erstens: demografische Informationen. Hierbei könnt ihr das Alter, das Geschlecht und den Familienstand festlegen. Zweitens: Sprachen, Geräte und Endgeräte. TV, Tablet oder PC. Ihr wählt, welches Gerät eure Zielgruppe benutzt. Dazu zählt auch das Betriebssystem und der Mobilfunkanbieter. Drittens: Interessen. Dabei wird unterschieden zwischen Interessen, die durch den Suchverlauf bekannt sind, gemeinsame Interessen, in dem eine größere Zielgruppe eine Übereinstimmung hat, wie zum Beispiel eine Musikrichtung, oder benutzerdefinierte Zielgruppen mit gemeinsamen Interessen. Hierbei sind die Übereinstimmungen spezifischer, zum Beispiel nicht nur die Musikrichtung, sondern ein spezieller Künstler. Viertens: Lebensereignisse. Dazu gehören Ereignisse wie zum Beispiel die Geburt eines Kindes oder die Hochzeit. Fünftens: kaufbereite Zielgruppe. Dazu gehören Nutzer, die nach speziellen Produkten suchen. Sechstens: Placement. Die Ausrichtung auf bestimmte Kanäle oder Videos. Siebtens: Thementargeting. Dabei wird die Werbung thematisch auf relevanten Seiten ausgespielt, die bestimmten Branchen oder Kategorien zugeordnet sind. Achtens: Anzeigen nach Keywords. Hier werden die Ads bei Videos gezeigt, die mit bestimmten Keywords zusammenhängen. Und neuntens: Remarketing. Hier werden Nutzer erreicht, die sich in der Vergangenheit bestimmte Videos angeschaut haben. Um eine erfolgreiche Anzeige zu schalten, solltet ihr einen Mehrwert für eure Zielgruppe schaffen und euer Produkt im Einsatz zeigen. Zeigt dabei neue Ideen zur Anwendung oder den Vorher-Nachher-Effekt. Da Anzeigen eher kurz sind oder übersprungen werden, solltet ihr das Wichtigste zu Beginn zeigen. So erreicht ihr die volle Aufmerksamkeit bei eurer Zielgruppe und stellt sicher, dass sie die Ads interessiert schauen. Bild und Ton sowie Grafiken für das Thumbnail sollten hochwertig sein. Achtet darauf, dass ihr einen neutralen Hintergrund verwendet und dass Personen in eurer Anzeige beim Sprechen in die Kamera schauen. Außerdem müsst ihr im Vorfeld Ziele definieren, um sicherzustellen, dass ihr das richtige Anzeigeformat wählt. Folgende Ziele stehen euch dabei zur Verfügung: Markenbekanntheit und Reichweite, Produkt- und Markenkaufbereitschaft, Leads, Zugriffe auf die Webseite und Umsätze. Schauen wir uns passend dazu die Anzeigeformate an. YouTube bietet 6 Anzeigemöglichkeiten an. Erstens: die überspringbare In-Stream-Anzeige. Diese Anzeige kann der User nach 5 Sekunden überspringen, um zum gewählten Video zu kommen. Sie werden vor, während oder nach einem Video gezeigt und können bis zu 3 Minuten lang sein. Überzeugen sollte man aber schon in den ersten Sekunden. Kosten fallen hier erst an, wenn der Nutzer die Anzeige komplett oder mindestens 30 Sekunden davon schaut. Zweitens: Video Discovery Anzeige. Diese Anzeige wird in den YouTube-Suchergebnissen oder neben ähnlichen Videos gezeigt. Optisch sieht sie wie ein YouTube-Video aus mit einem Thumbnail. Kenntlich als Ad wird sie durch einen gelben Rahmen und den Schriftzug Anzeige gemacht. Kosten entstehen dabei erst, wenn der Nutzer auf die Anzeige klickt. Drittens: Bumper-Anzeigen. Sie erscheinen vor einem Video, sind bis zu 6 Sekunden lang und können nicht übersprungen werden. Viertens: Outstream Ads. Diese Anzeige ist nur auf mobilen Geräten möglich. Die Anzeige wird nicht auf YouTube wiedergegeben, sondern auf Webseiten von Partnern gezeigt. Hier wird das Video ohne Ton abgespielt, wobei der Ton durch Anklicken aktiviert wird. Fünftens: Masthead-Anzeigen. Diese Anzeige erscheint im Startseitenfeed des Nutzers und ist nur auf Reservierungsbasis über Google Vertriebsmitarbeiter verfügbar. Wir hoffen, diese Möglichkeiten und Tipps helfen euch dabei, die ersten Schritte mit YouTube-Ads zu gehen. Schreibt uns doch in die Kommentare, welche Fragen ihr zu dem Thema habt, oder meldet euch bei den Experten von eBakery. Wenn ihr in Zukunft mehr Tipps von uns erfahren möchtet, dann abonniert jetzt unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.